Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly Universe Video. Alle Jahre wieder sozusagen. Und heute endlich mit der FEC-Ausbeute. Ich mache eigentlich jedes Jahr so ein Video, was ich mir jetzt eigentlich erspielt habe auf dem FEC. Und das habe ich dieses Jahr tatsächlich noch nicht gemacht. Ich bin nicht dazu gekommen. Der FEC-Ende war ja und dann kam jetzt direkt der Testserver und der Testserver endet auch nicht. Er geht einfach weiter und ja, es war jetzt alles ein bisschen drunter und drüber. Deswegen bin ich jetzt erst mal dazu gekommen. Aber dadurch, dass ich nur 2 Chars gespielt habe die ganze Zeit, ist es sowieso recht übersichtlich. Sonst war es immer ein bisschen geraffelt mit 8 Chars. Wobei gut, die meisten Chars, also meistens waren es trotzdem nur der Ringmaster und Elementor, die wirklich was hatten. Der Rest war ja dann nur so nebenbei. Aber ja. Schauen wir uns das einfach kurz an. Auf dem RM, der ist sowieso nicht so interessant. Da haben wir ein Luminous Set plus 8 mit 4 Sockeln. Da sind aktuell noch keine Karten drin. Ich werde wahrscheinlich HP-Rate reinmachen, weil ich spiele meine RM ja wirklich nur passiv und als HC und so weiter. Als klassischen Supporter. Schrägstrich, wenn überhaupt Healer. Und das heißt, da muss er keinen Damage machen. Und ich meine, Damage, also ob da jetzt 16% ATK auf der Jutsu oder nicht, das bringt jetzt auch nicht viel, wenn du wirklich Damage machen willst. Müsstest du ihm schon ein Adept-Set geben oder ein Song of Sirens. Und habe ich beides aktuell nicht vor. Der bleibt jetzt erstmal so, wie er ist. Ja, das reicht mir persönlich, so ein Standard-AG-Stick mit 10 Int oder 14 technisch gesehen, wenn er noch Int plus 4 hat. Heilung 19, aktuell nicht mal einen zweiten O-Ring, muss ich ihm noch einen geben. Und das war es auch schon, ja. Nicht mal ein Speed-CS-Set, der hat nur dieses Pang-Set, was es bei irgendeinem Event gab. Beim Anniversary-Event gab es das, glaube ich. Und dann natürlich noch die ganzen Power-Ups aus Battle Pass und KKG. Und Bloody Cloud natürlich. Das Pick ist nicht von mir, das hat mir jemand zugeschickt, aber ich kann es nicht zurückschicken gerade. Deswegen ist das, gammelt das jetzt hier auch gerade so ein bisschen rum. Und dann auf der Bank liegt auch nichts Besonderes. Element Change vom Prediction-Event. Ein paar Products, die ich auf dem FEC nicht mehr benutzt habe, aber wirklich nichts Erwähnenswertes, nur wirklich so ein paar Smaling-Boxen, ein paar Products, ein paar Weapon-Bonus-Scrolls, ein paar Party-Scrolls, 20 Pet-Feedbacks tatsächlich, die ich niemals benutzen werde wahrscheinlich. Und ja, alles in allem nicht wirklich weltbewegend. Interessanter ist dann schon der Jester auf jeden Fall, war ja auch der Main-Character, oder ist er ja so gesehen immer noch, zumindest mein stärkster Damage-Dealer momentan. Auch wenn das so auch wenn das so Pi mal Daumen funktioniert, weil ich nur ein Jojo habe aktuell auf Burudeng, weil ich habe meine Jojos auf FEC natürlich noch verkauft, weil ich wollte nicht mehrere accountgebundene Waffen haben. Eine hat mir persönlich gereicht und deswegen habe ich aktuell nur ein Jojo, das heißt immer dann, wenn ich kein Feuer auf dem Jojo brauche, ist der Jester gar nicht so stark, weil falsches Element bedeutet halt, also es gibt richtiges Element, es gibt neutrales Element und es gibt falsches Element. Und falsches Element, da spielt halt dann dein Equipment schon nur noch eine untergeordnete Rolle, weil der Damage, wie sagt man, also die Strafe dafür, dass du das falsche Element benutzt, die ist ziemlich hoch und dein Damage nimmt dann wirklich extrem ab. Also mit dem richtigen Element machst du dann quasi mehr als doppelt so viel gefühlt und ja, ist momentan ein bisschen blöd. Aber ich will es auch nicht überstürzen und irgendein Trash-Jojo kaufen oder irgendwas oder keine Ahnung. Und ich meine, für einen Makriton am Tag braucht man jetzt auch nicht sich in Umkosten stürzen. Deswegen bin ich da momentan noch vorsichtig. Aber hier sieht man schon, es sieht ein bisschen anders aus. Also erstmal habe ich mir den Extra Bank Bag gekauft. By the way, meine persönliche Kaufempfehlung, nur um euch das mal zu zeigen, das kostet 700 F-Coin, glaube ich. Firefox will immer direkt, dass ich irgendwas eingebe. Nervt mich nicht. Wo ist er denn? Hier. Bank Extra Bag 15 Tage. Wusste nämlich auch lange Zeit nicht, wie genau der funktioniert. Aber der funktioniert genauso wie ein Inventory Bag. Also ihr seht schon, die Slots hier sind abgelaufen. Ich kann da jetzt aber Items reinlegen. Ich meine, ich kann es ja direkt mal demonstrieren. Ich habe hier Scroll of G-Products gebunden, nehme eine raus und tue sie wieder rein. Also es funktioniert 1:1 wie der Inventory Bag im Inventory. Das heißt, man schaltet die Slots einmal frei. Dann tut man da Items reinlegen und wenn es stackbare Items sind, deswegen immer wichtig, dass man da möglichst stackbare Items reintut, dann funktioniert es hier genauso wie im Inventory. Und das heißt, so Sachen, die man wirklich jeden Monat und immer wieder bekommt, ja, gut, Pet Feedback ist jetzt nicht zwingend sowas, aber Smaling Boxen, G-Product, S-Product, A-Product, Power Dice, Select Boxen, Dungeon Coins, Party Stapel Scrolls, X-Product und so weiter. Also diese ganzen Classic-Items, die man aus jedem zweiten Event und oder aus jedem Battle Pass und so weiter bekommt, die kann man hier sehr gut reintun.
Man sieht schon, ich habe ein paar Plätze leider wieder verloren. Ja? Das liegt einfach daran, dass es halt Items waren, die ich dann halt doch alle gebraucht habe. Beziehungsweise Kaigas Coins waren da, glaube ich, mit drinnen. Also die sind halt natürlich gelöscht worden, Kaigas Coins. Ja, also ein paar Sachen waren da halt, ja. Aber wie gesagt, das ist trotzdem eine einmalige Investition, hoffentlich, wenn man es richtig angeht. Ich meine, mit dem FEC-Transfer ist halt nochmal so eine besondere Situation, dass halt zum Beispiel sowas wie Kaigas Coins dann halt leider gelöscht werden. Aber grundsätzlich kauft man sich das basically einmal und dann hat man dafür immer den Slot freigeschaltet. Aber darum geht es überhaupt nicht, das ist viel zu lange darüber geredet. Jedenfalls sieht man hier, ich habe auf jeden Fall deutlich mehr gespielt. Ich habe hier hunderte Element Stones auf jeden Fall am Start und weitere noch im Inventory, das sind nicht alle, hier sind noch die anderen und bin dafür auf jeden Fall vorbereitet. Wie gesagt, das ist jetzt mein bester Damage-Dealer momentan. Entsprechend ist es auch so gedacht, ja, dass der beim Update dann auch in den Dungeons was rockt und so weiter. Deswegen ist der hier mit Alice Stones und so weiter gut versorgt. Auch Giant-technisch wäre das der Char, der hier theoretisch die Hosen anhat. Entsprechend habe ich ihn auch darauf vorbereitet. Wo er ein bisschen laggt, aber das ist ja auch nicht schlimm, weil diese Sachen zum Beispiel, also die meisten Sachen sind ja accountgebunden. Wo er jetzt ein bisschen nicht so gut ist halt mit den normalen Power-Ups, weil ich die auf FEC schon laufen benutzt habe. Aber da kann man ja einfach den Jester wechseln, da ja das gesamte Equipment accountgebunden ist, kann ich das einfach rüber tauschen und auf einen anderen Jester wechseln. Und ja, ansonsten sieht man hier noch 9 Ultimate Bonus habe ich noch mitgenommen, die ich dann nicht mehr wirklich losgeworden bin, beziehungsweise auch einfach, ja, keine Ahnung, für nichts anderes mehr gebraucht hatte. 2 Ultimate Power. Man sieht auch noch ein paar normale Products, habe ich auch noch einige mitgenommen, die wollte dann irgendwie am Ende auch keiner mehr wirklich haben. Und X-Product hatte ich gleich auch noch welche übrig, genau. Aber ja, im Endeffekt alles nice Items, die man jederzeit auch auf Boarding gut gebrauchen kann. Alles accountgebunden, wobei es in dem Fall eigentlich keine wirkliche Rolle spielt, muss ich sagen. Sehengebunden wird es in dem Fall auch tun. Bei den Products ist das meistens nicht so wichtig. Und ja, das war es eigentlich so, Pi mal Daumen. Also ich hoffe, ich habe nichts vergessen auf der Bank. Dann kommen wir zum Equipment. Das wichtigste und natürlich auch mit Abstand teuerste. Das Jojo. Ultimate plus 5 natürlich. Aktuell noch STR plus 1. Das könnte ich jetzt eigentlich ändern, weil die müssten nämlich genau hier relativ viele Stat-Scrolls haben. Das heißt, also der hier hat über 50. 67, genau. Und der hier hat 40 und ja, 40. Also ja, über 100 Stat-Scrolls allein auf dem Account. Das heißt, das könnte ich eigentlich wahrscheinlich easy zu einer 4 machen oder zumindest zu einer 3. Aber gut, ich meine, das ist jetzt auch nicht so wichtig. Wobei hier liegt auch noch ein Common Bank zum Beispiel. Also könnte ich es wirklich machen, for free. Ja, wie gesagt, das müsste ich theoretisch noch ändern. Ansonsten hat sich natürlich nichts geändert. 74,3 von 75,7, also fehlen nur 1,4% vom Max Crit Damage. Leider nur 26 von 35 STR. Crit-Rate ist eigentlich egal, wenn man das Fenrir-Set trägt. Das ist mir tatsächlich jetzt auf Burodeng erst aufgefallen, dass es zum allerersten Mal tatsächlich doch eine Rolle spielt. Ich bin jetzt zwar gerade nicht gebufft, aber man sieht jetzt hier mit dem Fenrir-Set, ungebufft komme ich locker auf 100%, ja, nur mit Critical Swing. Aber wenn ich jetzt switche, dann sind es nur noch 82. Und ich glaube, wenn ich voll gebufft bin, dann sind es irgendwie 96 oder so. Oder sogar 98, also total eine weirde Zahl. Ich kann es mir Cannonball reinklatschen. 98,4. Also halt wirklich, weil es halt aber auch einer der schlechtesten Crit-Rate-Werte wäre. Also basically jeder Crit-Rate-Wert ab 22 hätte gereicht. Ja. Und das wird tatsächlich letztens erst aufgefallen. Ist nicht so schlimm, weil mir fehlen auch nur 4 Decks. Das heißt, sobald ich hier irgendwie 4 Decks von irgendwas bekomme, Cotton Candy reicht leider nicht. Cotton Candy sind nur 79. Aber ja, so eine kleine Elixir of the Rabbit oder so reicht dann. Und in der Regel, wenn ich jetzt Crit-Rate brauche, trage ich ja normalerweise auch das Fenrir-Set und nicht das Corina-Set. Lustigerweise habe ich auf dem Corina-Set sogar Deck-Stats drauf. Könnte ich vielleicht auch noch mal drüber gehen. Wobei ich habe einmal 3, 3 mal 2. Auch das wären dann quasi nur 3 Decks. Also es kommt eine 4 dabei raus. Aber ja, alles in allem ziemlich ärgerlich, aber das war halt auf dem FEC tatsächlich komplett irrelevant. Auf dem FEC hatte man nur noch die Title-Buffs und so weiter und der eine Title-Buff hat sogar direkt Crit-Rate gegeben und dann hatte man noch alle Stats bekommen und so weiter. Deswegen hatte ich auf FEC immer, egal mit welchem Set, eigentlich immer über 110% oder so. Oder auf jeden Fall immer über 100%. Und das ist jetzt halt auf Bowling zum ersten Mal anders und dann halt auch wirklich nur ganz, ganz knapp, dass es nicht reicht, genau.
Ja, dann habe ich aktuell 9 4A-Karten. An der 10. arbeite ich noch. Fehlen mir momentan 46 Fragmente für. Und dann sind ein STR plus 5 Gem drauf, ein Angriffskraft plus 50 Gem, ein 250 HP Gem, 10% Def-Rune und natürlich eine 10% ATK-Rune auf dem Jojo. PvE-Schaden 4% von 8 leider nur. Lebensentzug 1,4 von 1,6. Ich würde jederzeit gerne die 1,4 Lebensentzug gegen 0,6 tauschen und dafür lieber die 8% PvE haben. Aber so funktionieren Ultimate-Bonusgrößen nicht. Das kann man sich nicht aussuchen, deswegen ja, darf man da nicht zu wählerisch sein, sonst kostet es sehr viel Geld. Crit Damage habe ich auf jedem CS-Set erweckt. Da habe ich leider einen Fehler gemacht, weil ich habe ja sehengebundenes CS erweckt. Ist mir leider auch erst später aufgefallen. 2-mal Account gebunden, 3-mal Account gebunden mit dem Cloak, 2-mal sehengebunden leider. Noch ärgerlicher, das einzige Teil, was mit 2,5 erweckt ist, ist natürlich eins von den sehengebundenen. War ja klar. Aber ja, ist jetzt auch kein Weltuntergang, ehrlich gesagt. Als ich es gemerkt habe, hat es mich zwar schon ein bisschen geärgert, aber ja, keine Ahnung. Finde ich jetzt auch nicht so ultra schlimm. Dann goldenes Corina-Set plus 10, wie gesagt mit Dex-Stats. Warum Dex? Einfach für ein bisschen noch mehr defensivere Stats. Ich meine, das Set trägt man immer dann, wenn man noch ein bisschen Def braucht und HP ist eigentlich eher nicht das Problem. Blockrate zwar eigentlich auch nicht, aber ja, das war einfach noch so ein bisschen, weil Blockrate war mal ein bisschen ein Problem, glaube ich. Genau. Und ja, dann beim Schmuck, das ist auch richtig. Hier ist auch sehengebunden statt Account gebunden. Also ich habe 2-mal Account gebunden, 3-mal sehengebunden. Da habe ich aber schon von Anfang an gesagt, das ist mir tatsächlich vollkommen egal, weil ich habe ein komplettes, ungebundenes Champion plus 5 auf Burodeng. Und hier sind ja sogar nur 2 Teile plus 5 und 2 Teile sind nur plus 4. Das heißt, wenn ich wirklich jemals, also eigentlich müsste ich jetzt auch schon rüber traden, noch mehr Damage machen will, beziehungsweise mehr Damage machen will, dann hätte ich mir von Anfang an sowieso das Set von Burodeng genommen. Klar hätte man argumentieren können, kurz vorm Ende des FECs hätte man das Set noch verkaufen können. Das stimmt, das ist an für sich richtig. Aber ich bin auch nur an dieses Set gekommen früher, indem ich eben die sehengebundenen Staubsachen und so weiter benutzt habe auf dem FEC. Anders wäre ich früher nicht an das, also zu Beginn des FECs, vor 5 Monaten, vor 6 Monaten, wäre ich nicht so schnell an ein Champion-Set gekommen, wenn ich es ungebunden gemacht hätte, komplett ungebunden, ohne eben den sehengebundenen Staub von dieser 100, von diesen Belohnungen auf jeden Fall. Also hat sich halt alles so ergeben und ich hatte immer den Hintergedanken, naja, ist mir persönlich nicht so wichtig. Und man muss ganz ehrlich sagen, so teuer fand ich persönlich war der Schmuck jetzt eh nicht auf FEC. Im Vergleich zur ATK-Rune, im Vergleich zu vielen anderen Dingen war das jetzt echt gar nicht so krass. Was wahrscheinlich auch daran liegt, dass viele Leute ihren Schmuck lieber losgeworden sind, als ihn mitzunehmen. Oder, keine Ahnung. Deswegen, keine Ahnung, hat mich von Anfang an irgendwie nicht so sehr gestört. Zwischenzeitlich natürlich, man kriegt immer mal wieder so Zweifel, ob man wirklich das Richtige tut. Aber ich bereue es jetzt, also ich bereue tatsächlich, dass mit dem CS mehr ist, als mit dem Schmuck tatsächlich. Das zeigt schon, wie wenig es dann eigentlich doch stört. Also nochmal langsam. Champion Ring plus 4, Earring plus 5, Necklace Clean, Earring plus 5, Champion Ring plus 4. Genau. Und ja, das war's eigentlich. Im Inventory ist dann auch hier noch eine Bloody Cloud, wie gesagt, mit drinnen. Sonst dürfte eigentlich nichts wirklich drin sein. Außer die paar hundert Element Stones. Genau. Aber ja, das ist so die FEC-Ausbeute gewesen. Und ja, war ein ziemlich erfolgreicher FEC. Den Skin, den ich jetzt trage, den habe ich jetzt neu auf Burodeng drauf gemacht. Und ja, das ist meine kleine... naja, es ist jetzt nicht wirklich so krass gemacht. Also es ist quasi ein Necromancer Greyhead mit dem Medieval Black Set F. Und der Cloak wäre eigentlich auch der Medieval Blacks Cloak. Leider hat die Person, die mir das Set verkauft hat, den Cloak nicht mehr besessen. Und den Cloak einzeln zu kaufen war tatsächlich ziemlich teuer. Und deswegen habe ich ihn mir nicht gekauft. Ich kann ihn euch kurz zeigen. Das Ding ist allerdings, dass eigentlich alle Cloaks kacke aussehen mit Jojos, weil die Jojos immer durch alles durchklippen. Und das ist einfach super nervig. Ja, der Cloak sieht halt deutlich besser aus, finde ich, als der Meister Cloak. Passt halt auch besser natürlich zum CS. Ich finde, der Necromancer Head passt zu einem ziemlich gut. Einzige muss man tatsächlich sagen, der Necromancer Head in den Medieval Cloak klippt der auch rein. Und beim Master Cloak zwar auch, beim Master Cloak fällt es aber nicht wirklich auf. Beim Master Cloak sieht das fast so aus, als würde das so gehören. Beim Medieval Cloak merkt man das, finde ich, ein bisschen mehr. Ja. Aber
letztendlich Jester, wenn man sich nur die Jojos anguckt und alle Umhänge, das ist eine einzige Katastrophe. Das mit den Jojos, das ist so ultra nervig, dass das wirklich überhaupt nicht aufeinander abgestimmt ist und das immer überall durchklippt. Klar, wie soll es auch anders funktionieren? Die meisten Waffen zeigen halt eigentlich nach vorne, weil stimmt gar nicht. Sticks nicht, Bows nicht, selbst manche Äxte nicht. Also kann man so eigentlich auch nicht wirklich sagen und es kommt auch immer darauf an, wie der Charakter gerade dasteht und so weiter. Aber das ist tatsächlich ein großes Problem bei Fly, finde ich, für ein Game, das doch relativ viel auf Fashion gibt und relativ viele Skins hat, dass das eigentlich so schlecht optimiert ist bei manchen Klassen oder bei manchen Waffen, weil das halt einfach überhaupt nicht funktioniert und niemals passt. Also es geht nicht. Also auch andere Jojos. Also ich habe legit fast jedes Jojo im Spiel angeguckt und es ist eigentlich vollkommen egal. Also du bist nur bei ultra kleinen Jojos hast du das Problem nicht. Ja, die meisten Jojos werden mit Bindestrich geschrieben, aber manche nicht. Also wenn du ultra kleine Jojos nimmst, aber selbst da klippt es. Also Jojo, und ich meine, hier steckt das Jojo auch einfach in meinen Oberschenkeln, by the way. Das ist wirklich eines der größten Probleme und etwas, was mich beim Jester schon sehr triggert. Ich meine, die Pumpkin-Tüten, ja, auch die, da verschwinden einfach meine Beine in Tüten. Also es ist tatsächlich echt nervig, muss man sagen. Deswegen wird man da niemals wirklich eine geile Fashion-Combo finden. Außer ohne Cloak. Ich meine, wenn du ohne Cloak nimmst, dann schon eher. Aber ja, meistens entweder schlitzt du dir die Oberschenkel auf, beziehungsweise durchstichst dich komplett, deinen ganzen Körper. Oder auf jeden Fall alle deine Klamotten oder deinen Cloak. Also das ist beim Jester einfach so ein Dauerproblem. Genau. Aber ja, das war's eigentlich. Das war meine FEC 2025 Ausbeute. Sieht jetzt so relativ schmal aus, aber letztendlich das absolute Highlight ist ja die ATK-Rune, die ich am Ende doch noch bekommen habe. Die ist mehr wert als alles andere zusammen, kann man sagen. Was ich mir erspielt habe. Von dem her, wie gesagt, das mit dem Schmuck und so weiter, alles vollkommen Wurst, dadurch, dass ich die ATK-Rune bekommen habe, weil das ist mehr wert als alles andere zusammen, was ich mir sonst noch hätte holen können. Deswegen, ja, kann man das eigentlich nur als absoluten Erfolg verbuchen, würde ich sagen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich mal was anderes gemacht habe. War ja der Wunsch. Und eben nicht nochmal 8 Chart-Taktik mit Elementor gemacht habe. Und ja, beim nächsten FEC werde ich dann wahrscheinlich auch wieder was anderes spielen. Also safe kein Jester. Das ist auf jeden Fall schon mal sicher. Aber was genau, weiß ich auch noch nicht. Das sage ich euch dann zum Serverstart. Beziehungsweise, wenn ich Level 15 erreicht habe, auf FEC 4. Und jo, dann war's das. Ich sage danke euch fürs Zuschauen. Könnt gerne eure FEC-Ausbeute oder zumindest die Highlights davon, alles vielleicht nicht, aber die Highlights in die Kommentare posten. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Fly Universe Video wieder. Bis dahin, haut rein, macht's gut, schaut in den Livestream vorbei, Twitch-Links in der Videobeschreibung und ciao, ciao.